Wir sind wieder zurück zu Let's Play LA Noire mit Jack Kelso. Und wir müssen jetzt zu Leland Monroe. Was nehmen wir denn? Welches ist denn unseres? Das ist, glaube ich, unser, ne? So. Leland Monroes Haus. Prachtvolles Haus mit Garten, Wohnort von Leland Monroe. Ja, der hat ganz viel zu sagen hier in der Stadt. Watch it! Ey! So. Ja, also. Es wurde Morphin von einem Schiff geklaut, das nach dem Krieg wieder eingelaufen gewesen ist hier in LA. Und dieses Morphin wurde dann verkauft. Es sind sehr viele Menschen daran gestorben. Schuld daran war Courtney Sheldon, wenn ich das alles richtig verstanden habe, der sich seinem Doktor anvertraut hat. Das ist Dr. Fontaine gewesen. Und der hatte die tolle Idee, das Morphin anderweitig zu verwenden, und das Geld daraus wurde dann investiert, um Häuser für ehemalige, die gerade aus dem Krieg gekommen sind, eine Unterkunft zu bauen. Diese Häuser sind aber Billighäuser und sie wurden versichert, und dann werden die Häuser absichtlich abgebrannt, um die Versicherung zu kassieren. Also Versicherungsbetrug. Das ist das, was wir wissen. Das ist auch das, was ich so ein bisschen mir schon gedacht habe. Da muss man auch erstmal hinterkommen. Nun gut, wir versuchen das Ganze aufzuklären. Obwohl ich nicht ganz sicher bin, wie wir als Ermittler für die Staatsanwaltschaft da großartig was machen können. Oder Cold und das auch irgendwie helfen soll. Weil ich habe da bei den ganzen Sachen irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl, wie das hier ausgehen wird. Aber wir müssen jetzt einfach warten. Und rausfinden oder gucken, was jetzt mit Leland Monroe ist. Der hat uns ja zu sich bestellt. Warum wir da hinfahren, keine Ahnung. Ich wäre nicht so lebensmüde, muss ich mal ganz ehrlich sagen, aber Jack Kelso ist anscheinend ein Mann, der keine Furcht kennt. Und deswegen meint, was kann schon passieren. Ich glaube, wir fahren jetzt, glaube ich, nach... Müssen wir hier rein? Nee, hier müssen wir noch nicht rein. Okay. Gut, dann fahren wir mal wieder runter. Wow. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt gleich hier in den Weg rein. Das sieht doch ganz danach aus. Hollywood Hills, sag ich mal. Hier wohnen die Superreichen. Jo, da sind wir richtig. Leland Monroes Haus, 11 Uhr abends. Und da stehen sie alle.
I appreciate the help, all of you. We can reminisce later. I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners? This isn't Peleliu, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of 2 at the ready. Ist das jetzt hier so eine Schleichaktion oder was? So, geh mal bitte auf die Deckung mal eben raus. Stopp. Immer muss man alles selber machen. Alter. Okay, ich will mal eben seine Waffe haben. So. Na, wo bist du? You're surrounded and your buddies are dead. So. Oh Mist, wir haben die falsche Knarre. Damit können wir gar nichts anfangen. Running low. Ja, leider. Almost out. Need a new weapon. Du bist witzig. Du bist witzig. Erst muss ich hier die ganzen Schweineärsche hier loswerden. Na komm. That's it. Out of ammo. Okay. Warum gehst du deswegen jetzt aus der Deckung raus? So. Und da sitzt einer von uns. Das ist ganz gut zu wissen. So, hat der eine Waffe bei sich? Ich glaube eher nicht. So. Weapons on the ground now. Oh, da hinten, da hinten. So, ich gebe mir aber Deckung, ne? Ich muss mal hier eben mal kurz die Waffe holen. Ich habe zwar nicht ein Stück getroffen, aber ihn trotzdem erwischt. Das ist ein bisschen komisch. Okay. So, kommt da die Verstärkung ran? You want me? You got me. So. Wow. So. Du bist Geschichte. Unsere Deckung ist ein bisschen scheiße, weil wir hier überhaupt nicht gedeckt sind. Ja, das ist auch nicht gerade die beste Deckung. So. Das war das. Hat er da hinten noch eine Waffe? Können wir nämlich einmal... Natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert. Einer von euch, Jungs? So. So, die Frage ist, wo gehen wir jetzt rein? Wahrscheinlich müssten wir da, ne? Gibt keinen anderen Eingang. Doch, gibt noch den Eingang, ja. Na gut. How long do you think you can hold out? Ja, nicht lange. Komm. Das verlierst du. There! Somebody
Kopfschuss. Okay. Da können wir nicht, ne? Nee. Wäre auch zu einfach gewesen. There it is! Blast him! Keep on going, Jack. Entschuldigung, Jack. Dich wollte ich nicht in Bedrängnis bringen. Hier hat jemand geraucht. Okay. Was? You're a very sweet-looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, Princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, Princess. How about putting the cannon down? Ow. I didn't think you had the guts, sweetheart. I was never very good at reading women. Monroe! Where are you, damn it? Das ist ein ziemlich großes Haus. Wow, schnell wieder hier rein. Schnell rein, schnell rein. Okay. Ja, das warst du. Alter, dieses Haus. Das ist wieder hier eine ganz... Okay, die hat Durchschlagskraft. Wo? Lauf, 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 lauf. Your move, mister! Come and get me! Show me your face, motherfucker! Alter. This is what I'm good at. Wie könnt ihr mich dann da schon treffen, bitte? Ach, weil die runterkommen, die Ärsche. Ach, deswegen. Ihr haltet euch ja für ganz schlau, was? Und von unserer Hand tropft Blut. There! Somebody tag that son of a bitch! That's it. Out of ammo. Was? Ist doch nicht wahr. Komm schon. Zum Glück haben wir da noch, glaube ich, noch die andere liegen. Hoffe ich mal. Whoa! Christ! Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. So, das war das. Vielen Dank. So. Hübsches Badezimmer. Jack Kelso. That's my opening negotiating position. Oh, you crazy son of a bitch! How did you get in here? I'm bleeding to death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe.
Your boys outside were certainly expecting me. That's my second offer. You sadistic bastard! What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Dann mal los. Ich glaube nicht, dass er uns... Aber er war ja schon am Safe zugange. Deswegen gehen wir doch da einfach mal hin. Was haben wir denn hier? Name, Betrag, Datum. That's a hell of a payroll. Fragt sich nur für was. Suburban Wohnungsbaugesellschaft. Hiermit wird bestätigt, dass Punkt Leer, Inhaber von Punkt Leer, Nennwert von $100 aus voll eingezahltem steuerfreien Aktienkapital der Suburban Wohngesellschaft ist. I'm guessing Benson's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Tja, da sagt er lieber mal gar nichts. Und was ist das? Okay. Stadt Los Angeles, Kalifornien, Polizeibehörde, polizeilicher Einschätzungsbericht zu Dr. Harlan J. Fontaine. Dr. Harlan J. Fontaine ist an der Lieferung und dem Verkauf von Betäubungsmitteln im Großraum LA beteiligt. Während seiner Tätigkeit als Klinikpsychiater hat er große Mengen geschmuggeltes Morphium an Drogenhändler und Abhängige ausgegeben. Alles unter dem Deckmantel verschriebener Medikamente für seine Patienten. Zwischen dem 18. Juli und dem 3. September 1947 haben 22 unterschiedliche wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verhaftet worden. Angegeben, dass die Drogen Medikamente seien, die ihnen verschrieben wurde, um die Symptome diverser psychischer Krankheiten zu behandeln. Einige von ihnen zeigten Dokumente, die ihre Behauptung belegen sollten. Da die Verhaftungen von 4 verschiedenen Abteilungen ausgeführt werden, Central, Hollywood, University und Highland Park, konnten die verantwortlichen Officers kein Muster erkennen und es wurden keine weiteren Maßnahmen eingeleitet. Am 2. Warte mal, so weit sind wir doch noch gar nicht. Am 7. September 1947 wurde nach langem Verhör ein gewisser Doc Fontaine von Reginald Barclay als Partner aufgegeben. Siehe verhört mit Schnitt 5-7 ab. Barclay gab an, dass Fontaine der Verkäufer in einem Deal mit Willie Bain Foster, Festnahme noch ausstehend war. Foster ist seit dem 7. Dezember des LP als Kurier für Meyer Harris Cohn bekannt. Okay. Am 29. August, dem 6. September, dem 12. September Herrenausstatter auf dem Blitz Boulevard, der bekannterweise im Besitz von Meyer Harris Cohn ist. Bei allen 3 Besuchern fanden sich Dr. Fontaine mehr als eine Stunde in dem Laden. 2 Tage nach seinem letzten Besuch, dem 14. September, wurde eine Lieferung mit einem Straßenwert von $4.000 von einem Haus in Brentwood zu einem Lagerhaus in East Downtown gebracht, wo sie anschließend verschwand. Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance. Darf ich trotzdem noch, ja? Ja, das kennen wir schon. Nach Ansicht dieses Officers spielt Dr. Harlan Fontaine eine bedeutende Rolle bei der Lieferung und dem Verkauf von Betäubungsmitteln in Los Angeles und pflegt eine enge Verbindung zur organisierten Kriminalität. Ich empfehle, dass er überwacht wird, bis eine umfassende Akte zusammengestellt werden kann. Hochachtungsvoll Roy Earl, Sitten der Zahnart. Hollywood 6, Abteilung LAPD. Gott. Okay. Ist das alles, was wir jetzt hier haben? Ja, hier sind wir durch. Was haben wir hier sonst noch? Eine Zeitung. Erstmal ein Foto.
The Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack. Call me an ambulance already. Nein. Dr. Fontaine, I need to speak with you urgently. Sit down. Please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Those houses are a sham, Doctor. They're going to be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for California Fire and Life, has seen them. He was almost killed when he found out what was going on. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot have believed that I was involved. I don't know what to believe anymore, Doctor. I hoped that you weren't involved. Thank you for your trust, dear boy. Be still, Courtney. All of your troubles are finally over. Let them go. Let them drift away. Das war also Courtney Sheldon. Gesamte Zeitung 10 von 13, ja. Töte Männer sind schwerer, er stieß insgesamt 100 Schurken. So, auf dem Schreibtisch ist doch bestimmt noch was. Ja, dachte ich mir doch. Some sold up. The others obviously didn't know the links these sons of bitches would go to. It can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy! Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires, and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Kelso, you son of a whore! Get me a goddamn doctor! Fall abgeschlossen. Ehrenhaft. Fallbericht. Gefundene Hinweise 7 von 7. Fragen richtig 3 von 3. Verhaltensweise Fahrzeugschaden $27, Verletzungen $0.
Sachschaden $10, also eine sehr kostengünstige Runde. Die Suburban Wohnbauförderungsgesellschaft wurde demontiert auf die altmodische Art. Und jetzt müssen wir nur noch in unserem nächsten Fall Elsa finden, und ich glaube, es geht ganz stark jetzt langsam, aber sicher auf das Finale zu. Good morning, Doctor. And a good morning to you too, Elsa. You look radiant. Thank you, Doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, Doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to live up to. And what is that? In my case, Lou. He went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No, he works for the district attorney. What? He's a special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks that might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Lou to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded. I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa. I've always so enjoyed our conversations. I can see your future, Elsa. And Cole, the policeman. And Jack, the investigator. It's an unfortunate and grisly end. I've come to help you, Doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven in the next life. Eine andere Art von Krieg. It's gotta be one of these places. The arsonist's a bug sprayer. He must have worked at one of these joints. Gut. Wir haben wieder eine Spur. Und dieser Spur, die werden wir in wahrscheinlich unserem letzten Fall in der nächsten Episode nachgehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und freue mich, wenn wir dann in den nächsten Episoden dieses Let's Play zu Ende bringen werden. Ich freue mich darauf und bis zum nächsten Mal bei Let's Play LA Noire. Bis dann. Tschüss.